Warst du denn schon mal im Hockenheimring? Tatsächlich, ja. Ja, echt? Zu einem DTM-Rennen war ich da gewesen. Welches Jahr denn? Also DTM? Neu? Nee. Neue DTM. Ich glaube 2007, 2008 so um den Dreh. Das ist schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall. Ja. Ganz dunkle Erinnerungen dran. Also verwaschen. Aber es war wirklich ein geiles Erlebnis. Das weiß ich noch. The Hockenheimring, a 4.6-kilometer high-speed circuit. It blends the sweeping parabolica, ending in the Spitzkehrer hairpin, with a series of flowing corners. And its packed stadium section creates an atmosphere unlike any other, making it one of the most iconic venues in motorsport. Wir zeigen euch heute, wie man auf dem Hockenheimring in der Grand Prix-Variante mit dem Honda Civic eine niedrige 1,49er Zeit schafft. Wir sind mit dem Fixed-Setup gefahren, die Strecke war trocken, die Streckentemperatur war 19,4 Grad und die Lufttemperatur 19,2 Grad. Nordkurve. Ja, da hat schon mal öfter gescheppert, ne? Und die kann schon mal kritisch werden, vor allem in der Startphase. Rechts der Curb. Ist schon nicht so einfach. Anfahrt Turn 1. Bremspunkt zwischen 100 und 50 Metern. Ungefähr bei 75 Metern sollte man sich langsam herantasten. Dann rechts über den Curb oder zwischen dem Curb durch. Sich nach außen treiben lassen. Schön nach links, viel mitnehmen, viel Strecke mitnehmen, früh aufs Gas, aber aufpassen, man kann sich relativ schnell auch einen Auftrag einfangen. Eingang Parabolika ist eine tolle Kurve, fahre ich sehr gerne und da das Gefühl, dass man mit dem Auto so ein bisschen tanzt und dann wieder direkt rausbeschleunigen kann auf die Parabolika hat. Einfahrt Parabolika. Man kommt relativ schnell an. Dann ist auf der linken Seite ein kleiner Versorgungsweg, kurz davor schön stark bremsen. Ja, bei dem Zufahrtsweg links, da gibt es dann immer noch so zwei oder mehrere braune Bereiche und ich bremse dann immer genau ungefähr an dem vorletzten, dann passt das immer ganz gut. Einlenkpunkt möglichst spät wählen, sodass man recht spät erst auf dem Curb auf der rechten Seite ist. Rechts den Sausage Curb vermeiden, so gerade ranfahren. Dass man halt gerade raus beschleunigen kann auf die Parabolika, da flat möglichst viel Geschwindigkeit mitnehmen. Jedes km/h zählt auf dieser langen Geraden. Links schön die Reifen auf den Curb, damit man den kürzestmöglichen Weg nimmt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie man ein bisschen mehr Emission bekommt? Dann schaut euch doch mal die Produkte unseres Partners Senseit Haptics an. Die bieten nämlich Seat Haptics an, die bringen euch richtig viel Immersion. Wir haben uns deren Produkte auf der Simracing Expo angeschaut und sind vollends überzeugt. 3 unserer Fahrer haben sogar schon ein Modell der Seat Haptics verbaut. Wenn ihr die Produkte interessant findet, dann benutzt doch den Affiliate-Link unten in der Beschreibung, um etwas zu kaufen. Und das hilft unserem Team. Alle Einnahmen kommen dem Team wieder zugute und wir können mehr schöne Videos produzieren. Ja, der Haarnadel. Da gibt es immer mal wieder kleinere oder größere Probleme. Leute, die ja zu 2, 3, 4 durch wollen. Wenn es gut geht, ist toll. Wenn nicht, ist man der Idiot. Ja, wir kommen mit relativ hoher Geschwindigkeit auf die Haarnadel zugefahren, positionieren uns möglichst weit links. Dann kommt auf der linken Seite ein kleiner Versorgungsweg, wo auch ein grüner Teppich mehr oder weniger vorliegt. Das ist unser Bremspunkt. Auch hier gilt wieder, möglichst weit ausholen, sodass wir nicht direkt die Kurve ganz eng nehmen, sondern relativ weit nehmen, früh aufs Gas wiederkommen können, viel Geschwindigkeit mitnehmen können. Wichtig ist zu beachten, dass wir nicht auf den gelben Curb kommen, auf der linken Seite. Zum einen wegen Track Limits und auf der anderen Seite kann er uns das Auto auch ganz gut versetzen, was wir nicht wollen. Ja, T7 ist eine Vollgaskurve. Rechts über den Curb, kürzestmögliche Linie, dann die Mercedes-Kurve. Da merkt man richtig, wie man das Auto so um die Kurve werfen kann nach dem harten Anbremsen.
Anbremspunkt ist da ungefähr bei 75 Metern. Kurz danach beginnt der Curb, da ist euer spätester Bremspunkt. Links den Sausage Curb nicht mitnehmen, aber sehr eng fahren, direkt links wieder rüber, damit man rechts viel Geschwindigkeit mit T9 und dann auch in T10 nehmen kann. Einmal bei T9, T10, dadurch diese kleine Kuhle, wo man in die Kompression geht, einmal kurz lupfen und dann wieder beschleunigen. Das macht schon Spaß. Ganz viel von dem Curb könnt ihr mitnehmen auf der linken Seite, allerdings nicht zu viel, weil da besteht die Gefahr, dass ihr das Auto wegwirft. Kommen wir nun zu Kurve 11, Mobile 1. Da habt ihr auf der linken Seite eine blaue Fläche. Wenn diese endet, kommt die Wand euch wieder sehr gefährlich nahe. Ab da ist euer Bremspunkt. Tastet euch ein bisschen heran. Alternativ gibt es auch noch einen Lichtmast links oben. Immer ganz gut, wenn man hinter jemandem herfährt, sieht man da diese Einbuchtung schlecht. Rechts über das Grüne ein bisschen den Curb vielleicht berühren. Links auf jeden Fall über das Grüne möglichst viel Strecke ausnutzen, damit man für die Sachskurve dann auch genug Geschwindigkeit hat. Ja, Sachskurve ist ja auch aus gutem Grund die Sebastian Vettel Gedächtniskurve, ne? Ja, da kann man schon mal die Karre wegschmeißen. Selbst im TCR. Bremspunkt ist da auf der rechten Seite, kurz vor dem Curb. Wir trailen relativ lange in die Kurve rein, versuchen den inneren Curb nicht mitzunehmen, sondern etwas davon wegzubleiben. Dann wieder aufs Gas, den äußeren Curb maximal zur Hälfte mitnehmen, weil sonst zieht er euch ins Kiesbett. Also ich bin ja das erste Mal Hockenheimring gefahren, der Kickoff-Saison des Clio. Da war auch die Short-Version, ich glaube Short B oder Short A oder sowas. Das war schon abenteuerlich. Wann bist du das erste Mal gefahren? Ich bin das erste Mal in einem Zweicup gefahren. Im Zweicup? Kickoff-Saison, ja. Die Badewanne. Die Badewanne, ja. Die Badewanne. Das war das erste Rennen tatsächlich auf dem Hockenheimring für mich und auch das erste tatsächlich kompetitive Ligarennen abseits der Officials. Ja, das war schon 2 aufregende Rennen. Ja, glaube ich, ja. Ja. Wir haben uns ja auch in der DTC dann am Ende gut hintereinander hergefahren sind. Ne? Ja, wenn der Christoph uns vorbeigelassen hätte, Petersen, ja. dann wären wir auch weiter vorne gelandet. Aber ja, genau. Der Kerl hat verteidigt, ist dann zu Recht vor uns ins Ziel gekommen. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, Motodrom Südkurve ist schon eine der, wie ich finde, schwierigsten Kurvenkombinationen, die es so gibt. Irgendwie muss man das Ganze alles als eine Kurve fahren, mit dem Gas spielen, mit der Bremse spielen, damit man die Rotation hinbekommt. Ja, schon anspruchsvoll, um da konstant schnell zu sein. Nach den beiden Doppelkurven Nummer 13 und 14, die flat zu nehmen sind, kommen wir nun zur Kurve 15. Hier gibt es meistens 2 verschiedene Linien. Manche fahren ganz links an, manche fahren eher mittig an, so wie ich. Ich habe noch nicht festgestellt, dass eine der Linien schneller oder besser ist. Ich denke, dass die mittigere Linie den Vorteil hat, dass man den Gegner vielleicht nervös macht, wenn er außen fährt, weil er immer denkt, dass man dann vielleicht innen reinstechen will. Da fangt ihr am besten langsam an zu bremsen. Sobald das Auto gerade positioniert ist, trailt ihr langsam vorsichtig in die Kurve rein. Zwischen Kurve 15 und 16 könnt ihr dann nochmal gefühlvoll das Gas aufnehmen, bevor es dann wieder leicht getrailt in Kurve 16 hineingeht und ihr auf Startziel voll beschleunigen könnt. Nehmt so viel mit von der grünen Fläche auf der linken Seite wie möglich, um möglichst viel Geschwindigkeit mitzunehmen. Kurve 15, 16 ist eher eine Kurve, wo ihr viel Gefühl braucht und viel Übung, um die wirklich gut und schnell durchfahren zu können. Jetzt zeigen wir euch noch eine schnelle Runde auf dem Hockenheimring mit Telemetrie. Vollgas auf Startziel, zwischen 50 und 100 Metern bremsen, direkt rechts einlenken, mittig über die Curbs, links weit raus und Vollgas zu Angang Parabolika. Hier auf den Zufahrtsweg achten, ein bisschen vorher bremsen, spät einlenken, rechts den Curb mitnehmen, nämlich den Sausage Curb, das Auto gerade stellen, links über den anderen Curb fahren und dann Vollgas in die Parabolika. Die beiden linken Räder des Autos auf den Curb setzen, damit man den möglichst kürzesten Weg nimmt.
Der Bremspunkt für die Haarnadel ist zwischen dem 150 und 100 Meter Schild. Danach kommt der grüne Teppich. Genau da bremsen, gerade halten das Auto beim Bremsen, hart anbremsen, spät einlenken. Dann rechts den Curb kann man mitnehmen, nur nicht überfahren. Links kann man auch ein bisschen raus, aber den gelben Curb nicht mitnehmen und dann Vollgas aus der Haarnadel raus. Turn 7 Flat nehmen, rechts über den Curb, rechts bleiben, dann auf das Ende des nächsten Curbs achten, da bremsen für die Mercedes-Kurve und spät einlenken, links über den blau-weißen Curb, nicht über den roten Sausage-Curb, links wieder über den Curb, rechts kurz lupfen, dann wieder Gas geben, den roten Curb am besten nicht mitnehmen, für die Mobil 1-Kurve auf die Wand achten, links gibt es einen blauen Bereich, hier ein bisschen danach bremsen oder den Lichtmast nutzen zur Orientierung, rechts leicht über den Curb fahren, links komplett über den Curb, Anfahrt-Sachskurve, bei 50 Meter bremsen, spät einlenken, links den Curb nicht mitnehmen. Die rechte Seite des Autos kann man ruhig auf den Curb setzen, aber nicht mehr, links wieder über den Curb, das Auto mittig oder links platzieren, anbremsen, schön Trailbraken. In der Mitte beim roten Sausage Curb könnt ihr nicht überfahren, aber kurz lupfen oder ganz leicht bremsen, damit man rechts die Rotation bekommt, um auf das Ziel möglichst viel Geschwindigkeit mitzunehmen. Hier auch links den gesamten Curb mitnehmen. Das war eine schnelle Runde auf dem Hockenheimring mit dem Honda Civic. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, wie man konstant niedrige Zeiten auf der Rennstrecke fährt. Ja, wir hoffen, dass euch unser Track Guide gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und ob ihr eure Zeiten verbessern konntet. Genau. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. So, also unterhalten wir uns jetzt nochmal über Hockenheim. Ja, Hockenheim ist toll. Ja, Hockenheim ich habe auch ist- falsches Shirt ist- an übrigens, weil ich die ganze Zeit eben, wir müssen das nicht mal anziehen. Ja, ich hoffe, das sind so... Welcher Rang war das jetzt? 2. Ja, das ist sehr schön. Ja, ne? Ich weiß jetzt mit dir, ne? Ja, das ist ja so scheiße, ne? Ja. Genau. Kann man gerade mal nochmal gucken. Ja, ich hoffe, dass uns unser. Nochmal testen hier, ne? Ja, du hast übrigens immer noch das falsche T-Shirt an, ne? Ja, richtig, das falsche T-Shirt. Ja, es ist... Ja. Es müsste eigentlich so aufreißen und dann Dann, muss genau, es der richtig Hulk, sein. der Ja, Hulk, genau, der der Hulk, Hulk ja, muss der das machen. Hulk, Ja. ja. Also wir hoffen, dass euch unser Track Guide gefallen hat, dass ihr eure Zeiten verbessern könnt. Ja. 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 Nein, hatte ich nicht. So, jetzt soll hier alles funktionieren. So, Habe ich jetzt das richtige Shirt an? jetzt hat er das Richtige gesteuert. Ja, sehe Er ich hat sich doch. verwandelt, ey. Kinetic. Gut, ey. Schon ein geiles Team, ey.